Hallo ihr Lieben, ich bin froh, dass ihr heute angeschaltet habt. Mein Name ist Katharina und ich bin begeistert, heute euch in meinen gemütlichen Strickkanal begrüßen zu dürfen. Lasst uns gemeinsam in die Welt des Strickens eintauchen und uns von wunderschönen Projekten inspirieren lassen. Ich freue mich, euch heute einige meiner fertige Strickprojekte vorstellen. Außerdem zeige ich euch, an welchen Projekten ich gerade arbeite und was Neues in kurzem gekauft habe. Lass uns losgehen. Ich freue mich sehr, meine neue Anschaffung mit euch zu teilen. Wie ihr sehen könnt, hat es sich um eine Adi-Strickmaschine, die mir ermöglicht, dickeres Garn zu verwenden, ohne die Anstellung des manuellen Strickens. Ich habe mich für diese Maschine entschieden, weil ich oft Schwierigkeiten hatte, mich Nadel ab Größe Nummer 6 zu stricken. Außerdem hatte ich begrenzten Platz für eine herkömmliche Strickmaschine. Obwohl ich begeistert von meiner neuen Adi-Strickmaschine bin, muss ich euch zugeben, dass meine Erwartungen bis jetzt nicht vollständig erfüllt wurde. Vielleicht habe ich anfangs zu viel erwartet. Eines der Probleme, auf die ich gestoßen bin, ist die Schwierigkeiten hin und rückrein zu stricken. Es erfordert eine konstante Aufmerksamkeit und man kann nicht einfach nebenbei stricken, wie es gewöhnt bin. Während meiner Anfangsphase bin ich auch auf eine Herausforderung gestoßen. Bei meiner Maschenprobe hatte ich Schwierigkeiten mit dem Rand und Rand sollte normalerweise gleichmäßig und stabil sein, aber bei mir war das nicht der Fall. Ich habe YouTube-Videos und Anleitungen studiert und die Maschine sollte eigentlich einfach zu bedienen sein. Daher frage ich mich, ob das Problem möglicherweise bei meiner Technik oder bei meiner Maschine selbst liegt. Es scheint, es würde die Maschine gelegentlich eine Masche verlieren und ich muss gesamte Strickteil auflösen. Ein weiteres Problem, mit dem ich mich auseinandersetze, ist, dass ich noch nicht ganz verstanden habe, wie ich die Masche hochheben kann, wenn sie ausfällt. Das kann frustrierend sein. Wie ich bereits erwähnte, übe ich fleißig mit meiner Adi-Strickmaschine, insbesondere das Hin- und Rückstrick oder besser gesagt Grubbeln. Erfordert noch Übung. Ich habe kürzlich versucht, eine Pullover für mein Kind zu stricken und hier ist das Ergebnis. Der hintere Teil des Pullovers ist das aus dickerer Wolle und ist es mir aufgefallen, dass die Faden nicht immer gleichmäßig verstrickt wurden. Das erfordert genaues Überprüfen und manchmal muss ich fehlende Masche wieder einfädeln. Und manchmal werden nur die
Hälfte der Faden aufgenommen, was zu Fällen in gesamten Strickstücken führen kann. Aber ich erkenne, dass dies alles Teil des Lernprozesses ist und ich hoffe mir, dass mit der Zeit besser zu werden. Der Rand des Pullover ist mir gut gelungen, finde ich. Natürlich, er braucht noch Bearbeitung. Ein weiteres aufregendes Experiment, das ich mit meiner Strickmaschine gemacht habe, war das Rundstricken. Ich habe alle Nadel verwendet und einfach in Runden gestrickt, um den Anschlag zu üben. In diesem Stück habe ich eine interessante Herausforderung bemerkt. Es gibt eine Stelle, an der die Maschen ungerade sind, was mich überrascht hat. Normalerweise hätte ich erwartet, dass diese bei einer Maschine nicht passiert. Da sollten Unregelmäßigkeiten eher beim Handstricken auftreten, aber ich vermute, dass ich möglicherweise nicht gleichmäßig gegrübelt habe. Um dieses Stück abzuschließen, habe ich 2 Maschen zusammengestrickt und dann strickweise abgenommen, bis ich wenig Maschen habe und konnte nachher zusammen alle Maschen ziehen. Die Mütze, die ich auf die Strickmaschine gestrickt habe, gefällt mir wirklich gut. Ich mag besonders, wie der Rand von Anfang an rollt. Ich überlege noch, ob ich diesen Rollrand so lasse oder ob ich ihn möglicherweise mit Häkelnadeln bearbeite oder ein Bündchen hinzufüge. Es bleibt abzuwarten. Außerdem habe ich noch den Pompon von meiner alten Mütze, die mir jetzt zu klein ist, auf diese neue Mütze zu übertragen. Ich denke, dass vielleicht ihr eure persönliche Note und wertet sie auf. Für mich ist es wichtig, dass meine Mütze nicht nur schön aussehen, sondern auch funktional sind. Wenn es zu windig ist, brauche ich unbedingt eine Flauschfutter. In diesem Fall werde ich entweder eine Flauschfutter kaufen und es Ihnen anbringen oder die Mütze vielleicht als Geschenk weitergeben. Ich freue mich schon darauf, viele kreative Projekte mit dieser Maschine umzusetzen. Es öffnet mir neue Möglichkeiten und ich kann es kaum erwarten, euch meine zukünftigen Strickkreationen zu zeigen. Neben den Experimenten mit meiner Adi-Strickmaschine habe ich auch laufende Projekte, bei denen ich Geschenke für die Kinder in unserem Familienkreis für Weihnachten stricke. Ich habe bereits einen Pullover in einem wunderschönen rosa-lila Farbkombination für ein Mädchen in Laufen. Ich liebe die Art und Weise, wie die Farben sanft ineinander übergehen. Es sind nicht nur einfache Streifen, sondern etwas Besonderes. Für diese Pullover habe ich Nacke Ombre
Garn verwendet, das zu 25% aus Wolle besteht und der Rest ist Acryl. Und hier ist der zweite Pullover für einen Jungen, gestrickt aus demselben wunderbaren Wollgemisch in Rot und Schwarz. Ich hoffe, dass diese Pullover hässliche Weihnachtsgeschenke für die Kinder sein werden. Kürzlich habe ich Julia Garn in einem öffentlichen Geschäft namens Zemmern gefunden. Diese Garn besteht aus 80% Acryl und 20% Wolle und hat eine großzügige Lauflänge von 100 Gramm pro Strang mit 170 Meter. Ich plane 2 Pullover aus beiden Garnen zu stricken. Eine wird in rosa sein, weil ich weiß, dass ein Mädchen diese Farbe liebt. Und für das andere Mädchen wird eine Überraschung sein, weil ich noch Garn übrig habe. Insgesamt plane ich 4 Pullover rechtzeitig zu Weihnachten festzustellen. Es wird eine Freude sein, diese handgemachte Geschenke zu überreichen. Ich arbeite auch an einem großen Pullover, wie ihr wissen, für meinen Mann, den ich nach dem Urlaub begonnen habe. Diese habe ich jedoch noch nicht fertiggestellt. Ich plane den Kragen und die beiden Ärmel zu stricken, genau wie bei den anderen Pullovern. Meine Idee war, zuerst den Körper, alle Pullover zu stricken und dann die Ärmel hinzufügen. Ab hier ist ein lustiges Detail. Nachdem ich bereits 2 Pullover für die Kinder gestrickt habe, fiel mir auf, dass ich den Bündchen bei den großen Pullover vergessen habe, das ist mir anfangs überhaupt nicht aufgefallen, aber keine Sorge, ich werde diese kleinen Fehler korrigieren und den Bund nachträglich hinzufügen. Es zeigt nur, dass selbst erfahrene Stricker und Strickerinnen ab und zu kleine Herausforderungen bewältigen müssen. Ein Projekt, das ich kürzlich fertiggestellt habe, war ein Babypolunder, den ich bereits abgegeben habe. Aktuell stricke ich einen für ein größeres Kind. Die ursprüngliche und diese Babypolunder würde nach einer Anleitung von Drops gestrickt und ich habe Baby Alpaca Silk von Drops Wolle verwendet. Diese Wolle ist wirklich erstaunlich. Es ist dünn, aber gleichmäßig warm und lässt sich gut verarbeiten. Allerdings habe ich bemerkt, dass wenn ich in Runden stricke, die Strickstück verzerrt sich. Nächstes ein kleines Projekt, das ich abgeschlossen habe, ist diese Minischal. Die Einleitung für diese Schal stammt von Garn Studio, eine großartige Quelle für Strickprojekte. Ich habe mich für 100%ige Merino Extra Fine Wolle von Langjans entschieden, um diese Schal zu stricken. Die Nadeln, die ich verwendet habe, waren 3,5 mm dick. Diese Auswahl an Materialien ermöglicht es mir, ein weiches und wärmendes Strickstück herzustellen. Hier ist ein Bündchen Langjans Merino 150, Merino Extra Fine Super Wash
und in 50 Gramm 150 Meter. Ich habe diese Wolle in einem bezauberten kleinen Laden in Werder an der Havel gekauft. Dieser Laden mit dem Instagram-Namen Die verrückte Nadel hat eine wunderbare Auswahl an Handarbeitsmaterialien. Ich unterstütze gerne solche kleine Geschäfte, besonders wenn sie in meiner Nähe sind. Bei ihr gibt es nicht nur Wolle, sondern auch eine große Auswahl an Nähzubehör. Die Inhaberin dieses Ladens bietet auch großartige Beratung. Was habe ich noch gemacht? Nachdem ich den Faden durch das Ribbeln wiederverwendet habe und er möglicherweise uneben oder gekräuselt ist, verwende ich eine Dampfbügeltechnik, um ihn wieder in Form zu bringen. Dazu hatte ich den Faden über einen kochenden Wasserdampf oder ein Dampfbügeleisen, ohne dass es direkt in Kontakt mit dem Wasser kommt. Der aufsteigende Dampf entspannt die Fasern und hilft dabei, den Faden wieder glatt und in Form zu bringen. Es ist wichtig, diese Methode mit Vorsicht anzuwenden, um den Faden nicht zu beschädigen, aber sie hat sich als wirksam erwiesen, um den Faden wieder in seine ursprüngliche Form zu bringen. Diese Dampfbügeltechnik kann helfen, den Faden wieder gerade und in Form zu bringen, nachdem er aufgetrennt wurde. Ich habe noch eine interessante Technik in einem Buch gelesen, um meine Wolle nach dem Ribbel in Form zu bringen. Die Methode besteht darin, die Wolle vorsichtig zu dämpfen durch die Dampfmaschine. Dazu lege ich die Wolle auf dem Bügelbrett und platziere ein feuchtes Tuch darüber. Dann bügle ich sanft über das Tuch ohne direkt Kontakt mit der Wolle. Die Dampfhitze hilft dabei, die Fasern zu entspannen und die Wolle in ihre ursprüngliche Form zu bringen. Oder ich mache das vorsichtig ohne feuchtes Tuch, sondern ganz normale trockene Tuch mit der Dampfmaschine, die ich schon sie gezeigt habe. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse an meinen Strickprojekten. Es war mir eine Freude, diese mit Ihnen zu teilen. Schreiben Sie mir einen Kommentar, werde ich mir freuen. Auf Wiedersehen und alles Gute!